Einen solchen Niesmann Bischof Arto 88 EK, den werden Sie noch nie gesehen haben. Ja, jetzt werden Sie sagen, ja, der sieht doch aus wie jeder andere auch. Aber wir sind bei Karatec in Landau. Ja, stell dich mal kurz vor. Mein Name ist Harald Schäfer, ich bin Geschäftsführer von Karatec. Ja, Harald, das ist ein Testfahrzeug aus eurem Betrieb. Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, ihr fahrt damit laufend in Urlaub und schreibt es noch von der Steuer ab. Nee, ganz im Gegenteil. Ihr testet da auf Herz und Nieren komplett die Technik, die ihr verbaut. Genau, also wir optimieren das Fahrzeug, machen ein paar neue Sachen noch mit rein und haben das natürlich auch immer hier in Landau zur Verfügung für Leute, die das mal sehen wollen, wie sowas aussehen kann. Ja, das ist ganz wichtig, denn gerade 360 Grad, ihr habt einen Hof hier, Privatgelände, das zeige ich mal gerade. Ihr habt neu gebaut vor rund 2,5 Jahren. Genau, ja. Okay, das ist prima. Denn hier vorne hat man eine Werkstatt mit 4 Meter Torhöhe. Hier können also auch ganz große Liner reinfahren, ja, was regelmäßig passiert. Ihr habt die rechte Wand oder die rechte Halle direkt mal neu gebaut, nachdem die erste da war, ein halbes Jahr später. Genau. Also wir hatten nur einen Arbeitsplatz mit 11 Meter Länge ungefähr, für Fahrzeuge bis 11 Meter Länge und haben dann noch den Platz insgesamt jetzt vervierfacht, also noch 3-mal dazu gebaut. So, ja, hier steht er, der Arto. Ja, warum jetzt Niesmann und Bischof? Ist das eine Klasse, die stellvertretend ist für viele Liner? Ja, Niesmann und Bischof ist schon seit vielen Jahren ein guter Kunde von uns und deswegen bietet es sich natürlich auch an, dass wir so ein Fahrzeug haben. Ich persönlich finde das auch ziemlich schick. Und wir haben dort einfach ein paar Sachen eingebaut, zusätzlich zu dem, was ab Werk von uns schon drin ist oder was generell schon im Fahrzeug drin ist. So, ihr bedient ja alle Klassen, kann man sagen. Also vom Kastenwagen hier vorne stehen 2 neue Modelle, die ihr habt. Einmal einen Fiat, der gerade erst fertig wurde, aber jetzt wegen der Corona-Krise natürlich nicht im Messeeinsatz kam. Hier ist auch viel verbaut und ihr habt noch einen Mercedes-Benz Sprinter, der immer wichtiger wird für euch. Genau, also der Mercedes hat halt so einen großen Marktanteil mittlerweile. Als zweitwichtigstes Fahrzeug nach der Ducato-Familie, Ducato, Boxer und Jumper, sodass wir uns so ein Fahrzeug beschafft haben und es seit etwa einem Jahr hier haben, um unsere Komponenten zu testen und noch dran entwickeln zu können. Ja, hier vorne haben wir einen Tisch aufgebaut, den zeigen wir mal gerade. Hier sind einige Komponenten mal dargestellt. Ihr entwickelt Komponenten und das Ganze als Erstausrüster. Das bedeutet, da kann man nicht mal eben irgendeinen Chinesen beauftragen, der mal irgendwas baut und man macht einen Aufkleber drauf. Das ist alles bei euch entwickelt. Genau, also auch Produkte, die von uns in China produziert werden. Manches kriegt man ja in Europa nicht mehr wirklich, trägt dann trotzdem unsere Handschrift und sind dann Produkte, die ja spezifisch sind für unsere Anwendung auch. Also wir machen ja 100% Reisemobil. Das ist jetzt nichts Universelles, wo wir einfach mal ein Label drauf machen, sondern wir achten, dass es eben passt. Ja, ihr habt euch darauf spezialisiert, auch Nachrüstlösungen zu liefern, die das Sounderlebnis, das Klangerlebnis, das Seherlebnis, das Look and Feel im Multimedia-Bereich unglaublich updaten. Unter anderem habt ihr so ein Kit bestehend aus DSP und Subwoofer, das haben wir dort verbaut im Niesmann Bischof. Ja, im Niesmann Bischof ist noch ein größeres System drin, ein Erstausrüstungssystem, das wir eben noch ein bisschen gepimpt haben. Das ist jetzt, was wir hier sehen, ist ein 4-Kanal-Verstärker. Im Niesmann Bischof ist ein 8-Kanal-Verstärker, der auch in der Lage ist, den Fernseher zu handeln, automatisch umzuschalten zwischen Fernseher und Radio. So, wir haben es getestet. Ihr habt gleich 2 360-Grad-Kamerasysteme eingebaut, die sich doch deutlich unterscheiden. Und du hast zu mir gesagt, man muss beide einfach mal gesehen haben, denn es gibt für beide ein Für und Wider. Genau, das eine System ist ein 3D-System, das ist ein bisschen mehr, wie sagt man, fancy, also ein bisschen lustiger zum Anschauen. Und das andere ist ein 2D-System, wo ich gerade auf das Auto drauf schauen kann. So, die Cams habt ihr nachgerüstet? Genau, wir haben 4 Kameras nachgerüstet, die sind an beiden Systemen parallel angeschlossen, zusätzlich zur Niesmann- und Bischof-Kamera, die auch von uns ist übrigens. Die ist da drin? Die ist hier drunter, genau. Achso, ihr seid Erstlieferant für Niesmann und Bischof? Genau. Stark. Das war jetzt auch eine neue Info für mich. Das bedeutet, wenn man hier jetzt so mal reinbohrt, das heißt, ihr habt hier eine eigene Werkstatt, da ist auf einiges zu achten, denn ich sag mal, die Werksgarantie, die sollte ja nicht erlischen. Ja, also man muss natürlich gucken, dass man die richtigen Materialien hat, um das wieder dicht zu bekommen. Das ist natürlich extrem wichtig, gar keine Frage. Aber wir achten halt auch schon bei der Konstruktion der Komponenten darauf. Also man sieht das bei der Kamera, die hat keine Schrauben, die außen liegen beispielsweise. Es ist kein Kabel außen zu sehen, sondern wir versuchen da auch eine ganz dezente Optik mit zu realisieren.
Ja, was glaube ich ganz wichtig ist. Das System bei euch ist so, ihr versendet nichts, sondern nur an Fachhändler. Ihr habt also unglaublich viele Fachhändler, die das Material von euch kaufen. Ihr habt auch Firmen, die bauen diese Reisemobile, wie zum Beispiel Niesmann und Bischoff, die die Ware bei euch beziehen. Genau, wir haben ja unterschiedliche Säulen, auf denen Karatec steht. Das eine ist die Belieferung der Erstausrüster, also Reisemobilhersteller wie jetzt Detlefs, Niesmann und Bischoff oder Knaus und viele andere. Das zweite ist Belieferung von Großhandel und Handel. Und das dritte ist eben unser Service Center hier, wo wir im Wesentlichen auch ganz individuelle Lösungen machen. Ja, sehr schön ist auch vorne schwarz. Genau, wenn die weiß wäre, wäre ja blöd. Nee, die haben wir lackiert, sonst würde das ja ein bisschen komisch aussehen. Genau, die lassen sich auch sehr leicht lackieren. Die Abdeckungen sind reine Abdeckungen, da sitzt gar keine Kamera drin, die kann man sehr schnell und einfach lackieren lassen. Ja, das heißt, auch wenn da mal was schief geht, ich kriege die Abdeckung nochmal? Genau, kein Problem. Ja, sowieso, bei uns gibt es eigentlich alles einzeln. Sehr schön. Das heißt, das gleiche auch noch auf der Seite, um es zu komplettieren, bedeutet, ich habe 4 Kameras rundherum und ein Computersystem baut mir anschließend ein Bild zusammen. Kann man das so sagen? So kann man das sagen. Wichtig dabei ist natürlich, dass das System richtig kalibriert ist. Das geht bei dem System ziemlich automatisch. Man braucht dafür Matten. Aber das ist mittlerweile eine sehr, sehr einfache Geschichte. Aber da unterscheiden sich auch die Systeme ein bisschen, wie gut dann die Ecken aufeinander passen. Also das ist nicht bei jedem 360-Grad-System gleich. Also Matten heißt, das sind solche Mustermatten, die werden auf den Boden gelegt, damit das System erkennt, genau wo ich bin. Und die werden dann eingemessen. Ihr habt ja auch einige Kunden, die kaufen die Systeme, bauen die selber ein. Das geht schon, wenn man so einigermaßen bewandert ist, aber viel Arbeit, oder? Ja, für einen Endverbraucher, also wir haben schon mal Endverbraucher, die legen sich dann die Kabel selber rein, weil es halt relativ viel Arbeitszeit braucht, aber die bohren weder Löcher in die Wände, was nicht sehr ratsam ist für einen Endverbraucher, noch kalibrieren sie das System oder schließen es an. Ja, ich glaube, das ist wichtig. Ja, ihr habt auch entsprechende Techniker. Mittlerweile muss man ja auch sagen, Techniker zu finden, die das können, ist gar nicht so einfach. Ihr habt viele Seiteneinsteiger, die sich neu zum Thema Wohnmobile auch probieren. Ja. Das ist ja nichts Schlimmes, aber denen fehlt oft die Erfahrung. Ja, wichtig ist halt einfach, dass man sorgfältig ist. Wir haben bei uns in der Werkstatt einen Kfz-Meister, wir haben 2 Kfz-Mechatroniker, alle mit einer sehr hohen Affinität auch zu den Elektronikprodukten, die wir hier haben. Und wichtig ist einfach die Sorgfalt, Dichtigkeit ist ein großes Thema, aber auch die Flexibilität, dass es Leute sind, die nicht nur Tester anschließen können, sondern die auch selbstständig Lösungen entwickeln können. Weil hier beim Service Center ist es so, dass wir jeden Tag irgendwas letztlich neu erfinden. Ja, es ist ja so, ihr kriegt ja viele Reisemobile oft zum ersten Mal. Denn es gibt ja tausende von von entsprechenden Reisemobilen. Ihr habt ja nicht nur die neuesten, sondern ihr habt wahrscheinlich auch Modelle aus den 90ern, die mal bei euch aufstoßen oder aus den 2000ern oder 2010er in verschiedenen Permutationen, oder? Ja, tatsächlich ist das relativ selten. Also wir haben schon mal auch ältere Wohnmobile da, auch schon mal was mit dem H-Kennzeichen. Tatsächlich ist es aber so, tatsächlich ist es aber bei uns so, dass fast alle Fahrzeuge neu sind oder fast neu sind. Ja, man sieht es da vorne stehen 3 Etruscos, die stehen ganz da hinten und ja, die werden jetzt von euch ausgerüstet. Das macht ihr auch schon mal für viele Händler, die ich sag mal, in Kooperation bei euch abgeben? Genau, ja. So. Ja, wir gehen mal rein. Das ist euer Fahrzeug. Bitte auch mal gucken, wir haben also ganz viele Niesmann und Bischoff Videos gedreht. Du hast einen Schlüssel? Ich hoffe es. Es fängt schon an, denn hier ist eine Alarmanlage verbaut. Genau. Das ist auch eine Alarmanlage von uns, also die Werksalarmanlage von Niesmann und Bischoff ist von uns und in dem Fahrzeug haben wir die noch ein bisschen gepimpt. Also sie hat schon. Aber die werkseitige ist auch von euch? Die werkseitige ist von uns, ja. Die werkseitige bei Niesmann und Bischoff und bei einigen anderen Reisemobilherstellern ist tatsächlich von uns. Also von uns heißt in dem Fall von Vodafone Automotive. Das ist ja ein Unternehmen, mit dem wir sehr lange verbunden sind. Und, ihr habt das Lager auch hier für die? Genau. So, das heißt also, da steckt auch ein Label dahinter, was man kennt, was ich sag mal übernommen wurde von Vodafone, die das sehr, sehr gut weiterentwickelt haben. Was steckt dahinter? Genau, also die Firma hieß früher Cobra, ist 1973 in Italien gegründet worden und heute der größte Hersteller, also tatsächlich auch Hersteller von Alarmanlagen in Europa. So, ich zeig mal gerade, dass wenn die Tür nochmal zumachst, da ist so ein kleines Label drauf. Das sollte man ernst nehmen. Hier steht Alarmsystem Vodafone Automotive. Die bösen Jungs, die Profis kennen sich aus. Ja, aber deswegen ist es wichtig, dass ein Alarmsystem sich halt sehr, sehr gut auch selber schützt, gegen Manipulation geschützt ist. Da unterscheiden sich die Systeme schon relativ groß. In Großbritannien gibt es dafür nochmal spezielle Listen, wo so Alarmsysteme geprüft werden, die dann da draufstehen. In Deutschland gibt es leider nicht. Aber das ist schon wichtig, dass ein Alarmsystem sich auch selber schützt. Du lachst oft. Es gibt Alarmsysteme, du hast die Möglichkeit, die binnen kürzester Zeit außer Kraft zu setzen. Das fängt damit an mit solchen Jammern, die es gibt am Markt, wo man also allein
allein die Funkverbindung schon mitlesen kann, um die zu deaktivieren. Deswegen bietet zum Beispiel an ein Zwei-Faktor-System, dass ich eine Alarmanlage einmal über einen Schlüssel aktivieren kann und zusätzlich noch über einen Chip. Genau, also wir haben bei den Exclusive-Alarmanlagen, man kann das auch für andere nachrüsten, gibt es neben dem normalen Handsender von Fiat, Mercedes oder was auch immer eine sogenannte Driver-Card. Und diese Driver-Card ist eben diese Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das heißt, die Alarmanlage wird mit dem Handsender des Fahrzeugherstellers deaktiviert. Und nur wenn der Handsender von uns, also diese Karte da ist, auch ganz deaktiviert. Ansonsten nach 30 Sekunden gibt es dann Alarm. Man muss da gar nichts machen, diese Karte muss man nur mitführen. Achso, man muss die nirgendwo dran halten. Man muss die nirgendwo dran halten, muss auch nirgendwo drauf drücken, weil die Alarmanlage einfach abprüft, ist die da oder ist die nicht da. Und wenn die Karte nicht da ist, kann ich bei angeschlossener Wegfahrsperre, was wir sowieso empfehlen, auch das Fahrzeug dann nicht wegfahren. Wenn du mir mal kurz nochmal den Sender zeigst, das ist jetzt ein Fiat Ducato vorgestellt runter? Genau, also hier ist jetzt ein Handsender nur dabei, hier ist jetzt keine Driver-Card dabei. Diese Driver-Card gibt es dann noch optional. Der Handsender ist hier auch dabei. Der Handsender hat mehrere Funktionen. Also zum einen bei den normalen Alarmanlagen kann man den Fiat-Handsender weglassen. Also für ängstliche Naturen, die sagen, der Fiat-Handsender ist nicht sicher genug kodiert, kann man einfach nur unsere nehmen, weil bei unseren Ducato-Alarmanlagen immer auch eine ZV-Ansteuerung mit drin ist. Ich kann den aufmachen mit der Alarmanlage? Genau. Ist die denn so konzipiert, dass ich die 10.000 Mal drücken kann? Weil es gibt ja viele Handsender, die haben nicht so die automotiven Anforderungen, erfüllen die nicht. Wenn du die mehr als 1.000 Mal drückst, sind sie schon kaputt. Naja, das ist ein Handsender, der auch von Automobilherstellern verwendet wird für die Nachrüstalarmanlagen, die den Programm haben. Also der funktioniert, ja. Gut, dann mach mal auf mit deinem Handsender. Das heißt, du könntest auch mit der Alarmanlage öffnen jetzt. Ich könnte auch mit der Alarmanlage öffnen. Jetzt nehmen wir mal den dafür. Ja, okay. Weil mit dem Handsender kann ich mehr machen. Der Handsender kann auch einen Panikalarm machen. Also ich liege jetzt da hinten drin und schlafe. Ja. Draußen macht irgendjemand irgendwas. Ich will auf mich aufmerksam machen. Dann drücke ich auf den Handsender. Da gibt es richtig laut Krawall und das Ding fängt an zu blinken. Das kann ich damit tun. Die Ultraschall-Innenrahmenüberwachung kann ich ausschalten. Ist das hier dran, der Panik? Der Panikalarm ist hier, glaube ich, auch dran, ja. Mach mal. Ja, erst muss die Alarmanlage schärfen, nur wenn die geschärft ist, geht das dann auch. Müssen wir nachher mal machen. Mach mal scharf. Alarmanlage ist scharf. Man hört es hier nicht bei der, deswegen sehe ich das leider nicht. Okay. Das können wir vielleicht einem anderen nochmal machen. Die ist aber jetzt scharf? Ja, 30 Sekunden. Das ist gesetzliche Vorschrift, dass eine Alarmanlage erst nach 30 Sekunden scharf ist. Du kannst aber jetzt auch den Brüllwürfel draus machen. Das heißt, dass er nach 30 Sekunden Beep Beep macht oder sowas. Das geht auch? Genau. Wenn ich jetzt die Anlage damit scharf gemacht habe, weiß ich jetzt nicht genau, weil ich es bei dem Auto nicht sehe. Beim Ducato sehe ich es. Und dann fängt das auch an, laut zu tröten. Müssen wir mal gucken, 30 Sekunden sehr lang, wenn man drauf wartet und die Alarmanlage muss halt scharf sein. Okay, das bedeutet, also ich habe dann einen Panikknopf, kann dann, wenn ich was bemerke im Raum, auf Panik drücken. Genau. Und vielen Dieben langt das schon. Das ist die haben dann keine Lust mehr und suchen das weiter. Das ist ja immer das, was Leute sagen, eine Alarmanlage bringt ja nichts, weil es interessiert ja keinen. Das ist völlig egal, weil den Dieb interessiert es. Der Dieb will nicht auf sich aufmerksam machen und der haut ab bei Alarmanlagen. Deswegen sind in vielen Ländern für hochwertige Fahrzeuge Alarmanlagen einfach vorgeschrieben. Super, jetzt bin ich mal gespannt. Das funktioniert jetzt. Da ist es. Genau. Cool, das also bedeutet jetzt schon... Die Sirene ist an, wir stehen ja jetzt noch seitlich vom Fahrzeug, vorne ist noch ein bisschen lauter. Das ist irre laut, muss man sagen. Also das ist so. Es gibt in Deutschland eine Norm, ab wann der Alarm ausgehen muss? Ja, gibt es auch. Also es ist eine europäische Norm. Es gibt eine ECE-Richtlinie, nach der Alarmanlagen freigeprüft werden müssen. 30 Sekunden akustischer Alarm ist zugelassen. Das Ganze darf 9-mal wiederholt werden. Danach muss die Alarmanlage still sein, beim gleichen Alarmgrund. Super. Ja, wir gehen mal rein. Das Interessante bei dem System ist was viel Cooleres. Hier ist eine SIM-Karte verbaut, ein Modem verbaut. Das bedeutet, die Alarmanlage ist an eine Leitzentrale angeschlossen wie beim Juwelier. Genau. Also nicht nur wie, das ist eigentlich genau die gleiche Alarmzentrale, wie ein Juwelier die auch hat. Also in Deutschland ist das Securitas, Alert Services, in anderen Ländern die ist aufgeschaltet. Die ist richtig aufgeschaltet. Das Wohnmobil ist aufgeschaltet. Das Wohnmobil ist aufgeschaltet, ja. Ist das cool. Wir machen das Video jetzt nur mal über diese Alarmanlage. Ich will das mal zeigen, denn ihr könnt unglaublich viel machen. Das heißt, ihr könnt also nicht nur über den CAN-Bus, das wirst du mir gleich mal erläutern, wie das hier, ich sag mal, angeschlossen ist, sondern es gibt sogar auf Wunsch die Möglichkeit, Klappen zu überwachen. Ja klar, also Klappen ist für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir die überwachen. Also die Türen, die am CAN-Bus angeschlossen sind, die werden sowieso überwacht. Und ansonsten Klappenüberwachung per verkabeltem Kontakt oder auch per Funkkontakt, ganz nach Kundenwunsch. Klär mich mal auf, CAN-Bus, was ist das für alle, die es nicht wissen? CAN-Bus ist ein Datennetzwerk im Fahrzeug. Es gibt tatsächlich im Fahrzeug nicht nur einen CAN-Bus, sondern es gibt mehrere.
Heutzutage ist fast alles im Fahrzeug per CAN-Bus gesteuert, die Motorelektronik genauso wie die Komfortelektronik. Und was wir mit den Alarmanlagen tun, ist, dass wir den CAN-Bus lesen. Das heißt, wir schauen, was passiert da drauf. Öffnet jemand die Türen, wird die Zündung eingeschaltet und noch mehr Informationen und können damit dann entsprechend die Alarmanlage triggern, ohne dass wir 1000 einzelne Leitungen anschließen müssen. Okay, das bedeutet hier beim Wohnmobil sind die Türen wahrscheinlich nicht am CAN-Bus oder ist die Tür am CAN-Bus? Das kommt völlig aufs Wohnmobil drauf an. Es gibt Wohnmobilhersteller, die legen diese Tür auf den CAN-Bus, weil der Fiat bietet dafür eine Schnittstelle. Einfacher ist es natürlich bei einem Kastenwagen, wo alle Türen und Klappen am CAN-Bus dran sind. Okay. Wie oft wird denn zum Beispiel eingebrochen und wo wird eingebrochen? Das heißt, werden die Wohnmobile oft aufgebrochen? Ist das ein Thema? Also tatsächlich ist das mittlerweile ein großes Thema. Ich sammle so ein bisschen die Pressemitteilungen der Polizei, die gibt es ja online. Und da gibt es relativ viele Einbrüche in Wohnmobile. Also das ist so, dass dann Aufbautüren aufgebrochen werden, die ja sehr, sehr schnell aufgehen. Was viele Leute nicht wissen, es gibt einen Master Key auch für die Aufbautüren. Das ist auch nicht, aus meiner Sicht, eine nicht zu unterschätzende Gefahr. Man kriegt damit lautlos das Fahrzeug auf. Das bedeutet, dass die Hersteller können nämlich die Schlösser tauschen. Es gibt Master Keys, da gibt es auch entsprechende Berichte drüber. Das heißt, es lohnen sich auch Zusatzschlösser ab Werk, dass man die mitbestellt oder direkt, ich sag mal, auch andere Systeme. Also natürlich ist jede mechanische Sicherung, die zusätzlich da ist, sinnvoll. Auf der anderen Seite ist er lästig. Und jede mechanische Sicherung oder auch jede elektronische Sicherung lässt sich irgendwie überwinden. Deswegen halte ich es immer für notwendig und das ist immer so das Erste, bevor ich in einem Wohnmobil übernachte. Ich möchte eine Alarmanlage haben und sicher sein, wenn jemand diese Aufbautür aufmacht, möchte ich geweckt werden. Und der Dieb soll verscheucht werden. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Mechanisch, ja, ich kann vieles tun, aber ehrlich gesagt ist eine Elektronik immer sicherer als was Mechanisches. Das heißt nicht, dass man nicht vielleicht auch bei einem Kastenwagen sowas wie ein Brickstop einbaut, dass das Ding... Brickstop, was ist das? Brickstop, das ist so ein Blech, was in die Türen eingebaut wird, um zu verhindern, dass ich mit Schraubenzieher die Tür einfach aufmachen kann, weil Ducato-Türen sind nicht wirklich sicher. Das ist auch eine Methode, Türen auf, also die mit dem Schraubenzieher rein so aufmachen, unterm Türschloss, das geht. Und was oft unterschätzt wird, ist einfach, ich habe ja beim Ducato und beim Spiegel dieses kleine Dreiecksfenster, auch das wird häufig eingeschlagen und dann einfach die Tür geöffnet. Deswegen finden wir es so wichtig, eine Innenraumüberwachung zu haben, die dann eben bei einem Fahrzeug, was abgestellt ist, wo niemand drin ist, auch einen Alarm auslöst, wenn jemand diese Scheibe einschmeißt. So, ich zeige das mal gerade. Ihr habt hier jetzt Ultraschall verbaut. Du hast mir erzählt, Ultraschall ist unglaublich wichtig. Wo ist es? Bei dem Fahrzeug ist es so, hier ist die Alarmanlage von Niesmann und Bischoff ab Werk drin gewesen und hier werden die Ultraschallsensoren im Küchenbereich montiert. Also gar nicht vorne, wie wir das normalerweise machen bei den Fahrzeugen, sondern im Küchenbereich. Okay, wenn der Dieb reinkommt von vorne? Aber trotzdem, wenn ich diese Scheibe hier einwerfen würde beispielsweise oder aufbrechen würde, würde Alarm ausgelöst werden, weil die Ultraschallsensoren schon so weit reichen. Okay, verstanden. Das heißt, ihr verbaut oft, das sehen wir gleich mal an einem anderen Fahrzeug, da ist auch eine Alarmanlage eingebaut. Ja. Beim Mercedes-Benz habt ihr zum Beispiel auf der linken, auf der rechten Seite Fahrerhaus, was extrem gefährdet ist. Der hat nämlich noch 2 Türen. Ja. Also genau, wir haben die Ultraschallsensoren da drin, auch immer in Wagenfarbe. Das haben wir bei dem Ducato gemacht, also beim Karmann, genauso wie bei dem Hymer, also dem Sprinter, dass einfach auch die Scheiben gesichert sind. Die Türen sind natürlich sowieso beim CAN-Bus gesichert. Ist das denn zuverlässig? Ich frage mal so, das ist jetzt ein Hersteller Vodafone, da denkt man direkt mal an Handys, aber die sind weltweit einer der ganz führenden. Ja klar, also Vodafone hat den Laden 2014 gekauft. Vodafone Automotive gibt es unter dem Namen Cobra seit 1973, ist Lieferant der meisten Autohersteller. Also die kennen die Technik. Ultraschall ist nicht so ganz trivial, dass es funktioniert. Und viele Leute haben ja immer Angst, dass eine Fliege durchs Fahrzeug fliegt und dann Alarm ausgelöst wird. Das passiert natürlich bei diesen Alarmanlagen nicht. Das war in den 80ern mal so, da gab es solche Alarmanlagen, aber in der Vodafone-Alarmanlage passiert das nicht. Also Fehlalarme, ich habe ja selber seit, 15 Jahren Vodafone-Alarmanlagen in Wohnmobilen drin. Einen Fehlalarm hatte ich noch nie. Also ich hatte schon Alarme, ja, mir ist mal ein Rahmen ums Heki runtergekracht. Dann geht natürlich der Alarm an, aber das ist auch ein ganz schön massives Ding, so ein Rahmen ums Heki. Ein Fehlalarm durch Fliegen, sonst was? Nee, gar nicht. Gar nicht. Tatsächlich gar nicht. Also das bedeutet, ich bin jetzt unterwegs, also es gibt ja 2 Möglichkeiten. Ich stehe jetzt auf dem Stellplatz, bin in der Stadt,
jemand bricht ein, will vielleicht sogar das Fahrzeug stehlen. Ja. Das kommt auch öfter vor, als man denkt. Mittlerweile gerade bei Kastenwagen relativ häufig vor. Ja. Genau, das heißt, die brechen ein, wollen vielleicht was mitnehmen oder nehmen gleich das ganze Auto mit. Ja. Dann habt ihr die Möglichkeit per App, ist das so? Auf eine Karte zu gucken oder es gibt Alarm denn auch auf der App? Genau, also es gibt einen Alarm, also mit der GPS-Variante gibt es einen Alarm, aber das ist deutlich mehr als eben nur ein GPS-Pager. Ich bekomme eine Information, dass jemand einen Alarm ausgelöst hat, aber ich habe auch eben die Möglichkeit, dieses Alarmcenter zu aktivieren und dann einen Wiederbeschaffungsprozess zu starten. Das bedeutet, ich bin zum Beispiel jetzt in Griechenland und bin jetzt beim Griechen am Essen, habe vielleicht schon den ersten Wein getrunken, ja, und dann sehe ich was zum Beispiel auf der App. Hast du hier die App zufällig auf dem Handy? Nee. Nee, auf dem Handy gerade nicht. Ich sehe auf der App einmal kriege ich eine Push-Nachricht auf die Apple Watch, genauso wie auf ein Android-Smartphone oder auf ein iPhone. Das heißt, also auch im Sperrbildschirm sehe ich. Genau, dann sehe ich, es hat einen Alarm ausgelöst. Der Alarm kann sein, dass die Alarmanlage ausgelöst hat. Der Alarm kann aber auch sein, dass das Fahrzeug aus dem Bereich rausgefahren wurde, den ich vorher festgelegt habe. Das heißt Geofencing. Dann kann ich vielleicht nochmal gucken, ist mein Auto noch da oder ist es nicht mehr da? Und wenn es tatsächlich nicht mehr da ist, dann drücke ich auf den Knopf, bin mit dem deutschen Alarmcenter, also eben Securitas Alert Services, über die wir gerade gesprochen haben, verbunden, sage denen, mein Auto ist nicht mehr da, identifiziere mich, dass die wissen, dass ich es auch wirklich bin. Und dann starten die den Wiederbeschaffungsprozess, unabhängig davon, wo sich das Fahrzeug in Europa befindet. Das funktioniert in rund 50 Ländern mittlerweile. Genau, wir gehen mal kurz hier vorne hin. Du bist ja hier Profi, zeig mal, wo die Sensoren sitzen. Ah, ich sehe sie. Ah. Da vorne sind sie. So, da habe ich jetzt einen Sensor, der ist mit drin. Und hier noch einen. Das bedeutet, der Innenraum ist überwacht. Also wenn hier einer reingeht, wird halt Alarm ausgelöst. Genau, der vordere Bereich des Innenraums ist damit überwacht. Die Türen sowieso. Wenn jemand die Fenster abgesichert haben möchte, geht das natürlich auch mit unseren Funksensoren. Noch ein ganz wichtiges Thema bei Ultraschall, ja, was passiert, wenn ich mich drin aufhalte? Also Ultraschall würde natürlich auslösen, wenn wir uns jetzt hier drin aufhalten, die Alarmanlage wäre aktiviert. Aber ich kann jetzt einfach hergehen und kann Ultraschall ausschalten. Dafür haben wir einen extra Schalter, der ist hier hinten. Der ist auch leicht versteckt. So, genau. Und dann kann wenn ich jetzt die Alarmanlage schärfe, machen wir gerade mal. Sag's mal gerade, da vorne ist der Schalter, dahinter. Ach, dann sind die Innensensoren deaktiviert. Genau. Also ich schärfe jetzt mal die Alarmanlage. Oh, da geht gleich Türen zu. Genau, Zentralverriegelung ist auch mit zu. Vielleicht hast du es gehört, es hat dreimal leise gepiept. Dreimal leise piepsen heißt, ich habe die Alarmanlage aktiviert, aber ich habe Ultraschall deaktiviert. Um mich zu erinnern, wenn ich jetzt zum Beispiel im Supermarkt einkaufen gehe, dann sollte ich das Auto nicht mit deaktivierter Ultraschall-Innenraumüberwachung stehen lassen. Dafür ist die Alarmanlage ja da, dass das Fahrzeug sichert. Aber dreimal piepsen heißt, wir können uns jetzt hier drin aufhalten, es passiert gar nichts. Hunde, zum Beispiel Tiere können drin laufen. Kommt ein bisschen drauf an. Also wenn die Hunde klein sind, brauchen wir das gar nicht. Aber bei unserem, der ist ungefähr so hoch, wäre es sinnvoll, das auszuschalten, weil der könnte auch schon Alarm auslösen. So, wenn ich jetzt hier bin, also quasi ich liege jetzt hier schön und merke, es tut sich was. Also jetzt ist ja, ich sag mal, so Niesmann und Bischof, der ist ja schon mal ein bisschen höher, das ist ja schon mal Schutz. Also man kann nicht so einfach mal so ein Fenster aufbrechen, müsst ihr schon was dran machen. Es kommen doch einige über die Luken. Kann ich hier auch absichern? Ja klar. Also wir haben hier Kunden, die haben schon 20 Sensoren eingebaut bekommen für alles, was man an diesem Fahrzeug zusätzlich noch öffnen kann. Das ist kein Problem, das geht. So, und dann, jetzt merke ich bin jetzt beim Griechen. So, jetzt kommt der Alarm. Der ist ja nicht so, dass mich denn die Leitzentrale anruft wie beim Juwelier, sondern ich muss selber aktiv werden? Es kommt tatsächlich ein bisschen aufs System an. Es gibt unterschiedliche Systeme von Vodafone Automotive. Es gibt Systeme, die merken das selber. Dann wird man von Leuten angerufen, von Securitas. Und bei den Systemen, die wir meistens im Wohnmobilbereich verbauen, ist es so, dass ich die Information bekomme und kann dann entscheiden, was ich tue. Okay, verstanden. Also, das meiste liegt drunter. Die Alarmanlage habt ihr natürlich dort eingebaut, wo man sie in 3 Minuten nicht findet, richtig? Ja, natürlich, aber die Alarmanlage schützt sich halt auch sehr weit selber. Das ist halt eine ganz wichtige Geschichte. Wenn ich jetzt bei aktivierter Alarmanlage das Steuergerät abziehe, gibt es einen Alarm. Wenn ich die Sirene, die sitzt im Motorraum, wenn ich an der manipuliere, wenn ich die Stromversorgungsleitung durchtrenne, gibt es einen Alarm. Wenn ich die Batterie abklemme des Fahrzeugs,
gibt es natürlich einen Alarm. Also, wenn ich jetzt Kinder habe, Strand, möchte die Zentralverriegelung deaktivieren, damit das Kind reinkommt, gibt es eine Möglichkeit, beim Codeschloss sowas auch zusätzlich zu ergänzen? Ein Codeschloss wäre grundsätzlich sehr unsicher, weil ein Codeschloss immer nur eine sehr begrenzte Anzahl an Möglichkeiten hat und ich eigentlich auch sehe, wo die Fingerabdrücke drauf sind. Deswegen so ein Key, so ein RFID, wird das gehen eventuell? Das würde gehen, haben wir aktuell nicht im Programm, aber noch eine ganz wichtige Geschichte ist, man kann ja dann den Fiat-Handsender da lassen und nimmt nur diesen Handsender von uns mit. Okay. Und dieser Handsender ist wasserdicht. Das heißt, den könnte ich mitnehmen an den Strand und kann auch nass werden. Das ist kein Problem. Es gibt auch mehrere Handsender auf Wunsch? Es gibt auch mehrere Handsender. Also an so einer Alarmanlage kann man 4 anlernen. Die Alarmanlagen, die wir für ein Ducato ausliefern, haben standardmäßig einen Handsender im Lieferumfang. Das heißt, ich habe einmal den Fiat-Handsender und habe als zweiten Handsender dann unseren, den ich auch nutzen kann mit dem Schlüssel, weil als zweites habe ich ja nur einen Schlüssel und keinen Handsender. Es gibt ja viele, die nehmen dann 2 Schlüssel mit, die Frau hat einen dabei, der Mann hat einen dabei, falls einer mal verloren geht. Genau. Dass man das nicht geht, das wäre kein Problem. Genau. Ja, wir gehen am besten mal raus, dann zeigen wir mal, wie das System aussieht, denn es ist so klein, dass die Leute wahrscheinlich sagen werden, das kann ja gar nicht die ganze Alarmanlage sein, wenn du noch mal kurz vorgehst. Ja, wenn ich jetzt aufmache, wir haben ja gelernt, also Alarm, mach mal. Alarmanlage ist, wir können das mal machen, genau. So, Alarm. Genau. So ist das. Und jetzt gucken wir uns mal an, wo der Krach rauskommt. Ja, aber das mache ich mal die Motorhaube auf. Interessant. Es ist irre laut. Schon laut, ich mach's besser mal auf. Oh ja. Es hat jetzt übrigens mehrfach gepiept. Ja. Das ist immer ganz interessant. Wenn ich zum Fahrzeug zurückkomme und es hat nicht dieses mehrfache Piepsen, dann weiß ich, alles ist in Ordnung. Wenn es mehrfach piepst, dann weiß ich, es ist ein Alarm aufgetreten in der Zeit, wo ich nicht da war und kann dann auf der LED von der Alarmanlage nachgucken, was für ein Alarm war das. Die blinkt dann 2-mal oder 3-mal oder was auch immer und dann sehe ich, was der Auslösegrund war. Super. Habt ihr eigentlich die Möglichkeit, im Innenraum Kameras anzubringen? Ist das möglich, dass man filmen kann, was im Innenraum passiert? Haben wir nicht im Programm, gibt es, haben wir schon gesehen, aber bei uns gibt es das aktuell nicht. Okay, das heißt, ihr seid für die Profitechnik zuständig. Das heißt, alles das, was auch Erstausrüster ab Werk verwenden, könnt ihr veredeln, verbessern oder halt nochmal neu einbauen. Ja, wo kam es denn raus jetzt, das böse Geräusch? Da hinten in der Ecke oben. Ja. Genau, da oben sitzt die Sirene, wo das Kabel jetzt nach unten geht gerade. Und da ist eben auch eine Notstromversorgung drin. Das heißt, bei aktivierter Alarmanlage, wenn ich das Kabel jetzt abtrennen würde, gäbe es dann Alarm. Ja, jetzt muss man sagen, das hier ist ein Testfahrzeug. Hier laufen neue Alarmanlagen rein. Das ist so, ihr probiert die Sachen aus, die ihr auch testet. Ihr kriegt laufend auch Updates von Vodafone. Das bedeutet, die entwickeln auch laufend neue Systeme, oder? Die entwickeln schon neue Systeme, wobei bei dem Thema Alarmanlagen ist so eine bestimmte Beständigkeit auch eigentlich ganz gut. Also es ist jetzt nicht so, dass jemand beim Handy oder was ständig diese Alarmanlage updaten müsste. Eigentlich muss man die gar nicht updaten. Es kommen manchmal neue Funktionen hinzu, aber diese Alarmanlage ist hier drin, seit sie ab Werk eingebaut ist und hat seitdem auch kein Software-Update bekommen. Was sie bekommen hat, ist ein Hardware-Update. Eben diesen Schalter, um Ultraschall ausschalten zu können. Das ist ab Werk bei Niesmann und Bischof nicht mit eingebaut. Wir können das hier nachrüsten oder ein Händler kann es auch nachrüsten. Auch das Thema Ortung kann man nachrüsten für eine Alarmanlage, die ja Werk eingebaut ist. Okay, das bedeutet, Ortung heißt, da ist ein kleines Funkmodem mit drin, mit SIM-Karte. Genau, das war das, was wir eben auch beschrieben haben. Mit diesem, je nach Version, mit Alarmcenter-Netzwerk oder ohne, gibt es ganz unterschiedliche Systeme. So, wenn ich jetzt keinen Niesmann und Bischof habe, die Alarmanlage lässt sich überall. Komm, wir gehen noch mal kurz dahin, dass wir die noch mal zeigen, die Alarmanlage. Denn sie ist nämlich so klein und unscheinbar. Du hast ja extra diesen kleinen Tisch da vorne hingelegt, der stellvertretend ist für alle Einbauten im Moment. Dass wir das mal gerade zeigen. Diese Alarmanlage lässt sich quasi in jedes Automobil einbauen, vom wahrscheinlich Motorrad bis zum Wohnmobil. Ja, fürs Motorrad haben wir die jetzt nicht, weil die nicht so wasserdicht ist vom Steuergerät her. Aber die ist grundsätzlich für, ich weiß es gar nicht wie viele, sehr, sehr viele 100 Fahrzeuge verfügbar. Wir bei Karatec machen aus diesen Vodafone-Alarmanlagen immer noch mal ein bisschen spezielle Alarmanlagen. Das heißt, jetzt diesen Ultraschallschalter, den man hier sieht, der gehört eigentlich nicht zum ursprünglichen Vodafone-Lieferumfang, sondern der gehört zu unserer Veredelung aus dieser Alarmanlage, die eben für 1000 Fahrzeuge passt.
eine spezielle Wohnmobilalarmanlage zu machen. Die Konfiguration mit dem separaten Handsender, ein spezieller Halter für die Sirene, die für ein Ducato passt, damit leichter zu montieren ist, das sind alles so Spezialitäten, wo wir aus dem Standardprodukt eben dieses spezielle Produkt machen. Wichtig dabei, vielleicht darf ich das kurz noch sagen, ist natürlich auch, dass diese Alarmanlage die notwendigen Zulassungen hat. Hier sieht man das, sieht nicht besonders schön aus, aber E24, ECE 10 heißt elektromagnetische Verträglichkeit. Wichtig ist aber auch die 116a. Und diese 116a steht dafür, dass das ein geprüftes Alarmsystem ist. Ohne dieses 116a dürfte ich die eigentlich gar nicht in Verkehr bringen. Aber wir haben die ja sowieso. So, und die SIM-Karte ist wo? Die SIM-Karte wäre jetzt in einem Zusatzmodul, das ich hier jetzt nicht mit rausgeholt habe. Wäre eine separate kleine Kiste, wo dann auch das Telefonmodul drin ist und der GPS-Empfänger drin ist. So, es klingt jetzt so, Aufschaltung, das kennt man ja von festen Alarmanlagen, das kostet Dutzende von Euro im Monat. Die Frage habe ich dir auch gestellt vor einigen Stunden und da hast du nur gelacht und hast gesagt, das ist bei vielen Fahrzeugen sogar in den ersten Jahren mit drin. Ja, also früher war das so, dass das richtig teuer war und wir haben auch noch Systeme, die kosten 20 Euro pro Monat zusätzlich zur Hardware. Das System wird bei Porsche auch zum Beispiel eingesetzt. Das ist Porsche Connect VTS heißt das dann, ist das Ortungssystem, da kostet es auch noch ein bisschen mehr. Tatsächlich ist es aber so, dass wir mit Vodafone Automotive zusammen eine Lösung gefunden haben, dass in dem Kaufpreis von 385 Euro für das System 2 Jahre Service schon mit drin sind und hinterher 1 Jahr Service, also mit dieser Geschichte Alarmcenterbereitschaft und so weiter, nur noch 65 Euro kostet. Nochmal, die ganze Anlage kostet wie viel? Die ganze Anlage kostet mit 2 Jahren Service ohne Alarmanlage, also mit Alarmanlage. Schock. Mit Alarmanlage kostet ungefähr 800 Euro plus Einbau. Aber dieses Modul, was ich aufschalte, so wie die Juweliere, das kostet eben mit 2 Jahren Service nur ungefähr 400 Euro plus Einbau. Macht natürlich ein sicheres Gefühl, ich bin am Strand, ich sehe, was mit meinem Auto passiert, ich kriege Alarme mitgeteilt, ich kann sehen wahrscheinlich auf einer Karte, wo mein Auto ist, und so weiter und so fort. Das Ganze ist zugelassen, geprüft, da steckt Vodafone dahinter. Das geht europaweit mit der Aufschaltung oder weltweit? Das geht europaweit. Europaweit heißt ungefähr 50 Länder im Moment. Da gehört Russland genauso dazu wie Portugal oder Griechenland oder Norwegen. Also da, wo man mit dem Wohnmobil normalerweise hinfährt, diese Länder sind alle abgedeckt. Die Schweiz natürlich auch. Das war Spaß, weil wir gerade in der Schweiz gedreht haben. Ja, wir sind hier tatsächlich bei... Das ist gar nicht so trivial, weil die gerade mit dieser 2G-Abschaltung da am Rummachen sind und da nicht mehr alles funktioniert, was bislang funktioniert hat. Aber natürlich funktioniert das auch in der Schweiz. Wäre fatal. Ich habe ja gesagt, Vodafone Automotive liefert das System für Porsche. Ja. Und stell dir mal vor, die Porsche-Systeme würden jetzt nicht mehr funktionieren. Das wäre schon ein bisschen... Ja, wäre ein bisschen schlecht. Und tatsächlich ist es so, dass die Infrastruktur für die Porsche-Fahrzeuge exakt die gleiche ist wie für die Nachrüstprodukte. So, hier steht es drauf Vodafone. Das heißt, wenn ein solches System in Deutschland ausgeliefert wird, wird es bei euch tatsächlich versendet. Ihr seid langjähriger Partner von Vodafone und die kommen dann aus diesem Lager hier. Ihr baut aber dieses System auch ein. Ihr habt eine Werkstatt dort hinten drin. Dort kann man mit seinem Fahrzeug hier vorbeikommen. Man kann auch erstmal das Fahrzeug bei euch kostenlos mal vorstellen. Man kann sagen, ich komme mal vorbei mit so einem Auto, egal ob das jetzt ein Etrusco ist, der steht, oder ein Hymer oder keine Ahnung. Genau, also das ist ja... denke ich, unsere Stärke, dass wir einfach versuchen zu analysieren, was der Kunde wirklich möchte. Also ohne, dass er jetzt ein Produkt kennt, sondern wir suchen dann das raus, was seine Wünsche am besten erfüllt. Und das ist dann die Werkstatt, da könnt ihr insgesamt 3, 4, 5 Autos reinstellen, je nach Größe, und könnt ihr dann bearbeiten. Ihr habt auch einen Showroom, da wird alles gezeigt. Der ist von wann bis wann geöffnet von Karatec? Wir haben geöffnet von Montag bis Donnerstag von 8 bis um 17 Uhr mit einer Mittagspause von 12 bis 13 Uhr. Am Freitag haben wir geöffnet von 8 Uhr bis um 15.30 Uhr, auch wieder mit der Mittagspause. Eine telefonische Anmeldung ist ganz gut, weil je nachdem ist manchmal auch ganz schön viel hier zu tun. Und so, wir gehen am besten mal kurz rein, dann zeige ich das mal gerade. Du hast nämlich einen Kollegen mit drin, der ist Leiter von der Serviceannahme. Ja, nicht nur Annahme, sondern auch die Kunden, macht er seit vielen Jahren, kennt sich mit Unterhaltungselektronik super gut aus. Und da sitzt er, genau. Ja. Hi, komm noch mal kurz zu uns. Ja, wir haben gerade das Thema Alarmanlagen beäugt, und da kam das Thema auch wieder mal, jetzt habe ich ein Auto, habe den Film hier gesehen, bin jetzt Feuer und Flamme für eine Alarmanlage mit Leitstellenaufschaltung, was ja ich noch nie gehört habe für Wohnmobile, also für, ich sag mal, ganz normale Häuser kenne ich das, aber für Wohnmobile, ich glaube, viele wissen das gar nicht, oder?
Na, ganz viele wissen es wirklich nicht, ja. Also Ortungssystem kennen schon einige, ja, oder auch die Benachrichtigungen während des Alarms auf Smartphone kennen viele. Aber dass tatsächlich dann ein ausgearbeiteter Service hinten dran steht, der sich dann um die Wiederbeschaffung des Fahrzeugs kümmert, das haben die wenigsten auf dem Schirm, genau. Ja, es geht auch darum, wenn das schnell passiert, oft arbeiten die ja dann zusammen mit der zuständigen Polizei. Das bedeutet also, ich muss mich dann nicht rumschlagen in Griechisch mit irgendwelchen Polizeikräften da was sagen, sondern ich spreche mit der deutschen Leitzentrale und die leitet alles Notwendige in die Wege. Ganz genau so ist es. Ich habe dann eine App auf dem Smartphone, über die ich dann mein Fahrzeug sehen kann, mein Fahrzeug orten kann etc. und auch eine direkte Verbindung herstellen kann zum deutschsprachigen Alarmsender. Ich melde meinen Diebstahl und die kümmern sich dann entsprechend darum, dass das alles ruckzuck in die Wege geleitet wird. Wenn jetzt der schlimmste Fall eintritt, ich habe das Handy nicht mehr, gibt es auch eine Rufnummer, wo ich anrufen kann und dann sagen kann, hier, mein Fahrzeug ist weg? Selbstverständlich. Gibt es natürlich auch, logisch. Okay. Ihr habt hier die Beratung, ihr habt vieles ausgestellt, ihr habt Fahrzeuge, da kann man das sehen, das System, wie es funktioniert. Es ist aber sehr unscheinbar. Das heißt, der Trick ist ja, dass es so eingebaut ist, dass man es gar nicht sieht groß oder dass es stört. Na logisch, also derjenige, der das Fahrzeug stiehlt, soll natürlich nicht auf den ersten Blick sehen, dass da ein Ortungssystem verbaut ist, ganz klar. So, die Profis kennen den Aufkleber schon, den Vodafone-Aufkleber mit dem Ordnungssystem. Das ist spätestens jetzt, wenn Sie das Video sehen, man lernt ja auch dazu. Vielleicht um das Fahrzeug im Bogen machen, ist das oft so, dass die gucken erstmal, was ist denn da so verbaut und gehen dann lieber zum nächsten? Naja, das ist das Sinn und Zweck der Geschichte, na klar. Also jeder, der eine Vodafone-Alarmanlage kennt, weiß, dass das System super gut ist und auch wirklich effektiv ist und dann lässt er wahrscheinlich schon die Finger von und geht ans nächste Fahrzeug, auf dem kein Aufkleber drauf ist. Sehr schön. Ja, vielen Dank. Jo. Und hier ist euer Showroom. Ihr seid seit 2,5 Jahren hier und habt euch hier ein Beratungscenter eingerichtet für Vodafone Automotive. Man kann sagen, einer der ganz, ganz großen weltweit. Vodafone Automotive ist der größte Hersteller, tatsächlich auch Hersteller von Alarmanlagen in Europa. So sieht es aus. Und hier sieht man das Alarmcenter in 44 Ländern. Das heißt, also ich kann auch die große Reise machen nach Holland zum Beispiel oder egal wohin, auch in Ostblock. Ich bin geschützt. Genau. Also Holland ist ja noch nicht so eine ganz große Reise. Da ist das auch ein sehr großes Thema. In Holland wird sehr viel gestohlen, sehr viele Fahrzeuge gestohlen. Bei vielen ist es dann tatsächlich Pflicht, auch so ein Alarmsystem oder so ein Ortungssystem im Fahrzeug drin zu haben. Aber es funktioniert genauso auch in Russland beispielsweise. Wenn man Wohnmobil nach Russland fährt, geht das auch. Ja, das ist das kleine Kästchen, was wir eben nicht hatten. Genau, super. Ja, vielen, vielen Dank. Was vielleicht noch ganz wichtig ist, viele Leute sagen ja, es gibt Jammer und es gibt was weiß ich was, um das zu stören. Ja, das gibt es alles. Also es gibt ganz viele Methoden, um Schlösser aufzubrechen, um Alarmanlagen außer Kraft zu setzen, um Ortungssysteme außer Kraft zu setzen. Aber im letzten Jahr wurden wieder 1000 Fahrzeuge mit so einem Ortungssystem wieder beschafft. Und das zeigt schon, dass es funktioniert. Aber nicht nur Wohnmobile, sondern alles in allem, auch normale Kfz. Genau. Okay, prima. Das heißt also, wenn sowas eingebaut ist und viele fahren ja den guten Glaubens dann weg, ja, schaffen es irgendwie die Wegfahrsperre noch zu überwinden, das soll es ja auch geben, aber das Fahrzeug wird dann geortet und verfolgt und dann ist vielleicht, ich sag mal, die schöne Sache ist ja oft nicht das Fahrzeug, wenn das weg ist, sondern da sind ja auch viele Erinnerungen drin, da sind vielleicht, ich sag mal, Sachen drin, die kann ich nicht mehr wieder beschaffen und wenn es schnell geht, dann kann man vielleicht das Schlimmste verhindern. Genau, und ich stehe ja ganz schön nackig da, also im eigentlichen Sinne. Ich habe nichts an mir. Ich habe einen Ausflug gemacht, mein Wohnmobil ist auf einmal weg, ich habe die Klamotten an mir, die ich trage und alles andere ist weg. Und das ist natürlich ein sehr gutes Gefühl, wenn ich dann weiß, es kümmert sich jemand drum und die meisten Wiederbeschaffungen gelingen auch innerhalb von 2 Stunden ungefähr. Habt ihr die Fälle, wenn ihr das einbaut, heißt ja normalerweise, dann bricht auch keiner mehr ein, aber das passiert dann trotzdem, das heißt, man kann ja Fälle überwinden. Gibt es denn schon mal das Feedback, es wurde eingebrochen, hast du das persönlich erlebt oder sind das Sachen, die du aus der Zeitung kennst? Bei Fahrzeugen mit Alarmanlagen? Ja. Ich kenne keinen Kunden von uns, der eine Alarmanlage bekommen hat, bei dem eingebrochen wurde. Okay. Also fällt mir momentan keiner ein. Super, das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Aussage. Die gucken, ist der Alarm drin? Das sieht man ja oft. Oft wird es ja signalisiert und dann geht man lieber zum nächsten. Ja, vielen, vielen Dank. Harald, ich danke dir herzlich, Harald Schäfer von Karatec aus Landau. Ja, wenn Sie Lust haben, am besten einfach mal googeln, Karatec. Ihr seid Hersteller, ihr seid Servicewerkstatt, ihr seid auf vielen Gebieten unterwegs. Wir drehen heute eine ganze Videoserie über verschiedene Fahrzeuge. Ich danke dir, Harald. Tschüss. Tschüss.